Es fiel mir auf, dass in den Straßen ganz viele wichtige ausländische Zeitungen waren. Manchmal titelgeschwärzt, aber selten. Wir haben den Zensurbehörden nie die Programme vorgelegt. Sie haben manchmal angerufen und gesagt, da haben wir gesagt, geben Sie uns das schriftlich. Kam nie. Also da war kein Problem. Die offiziellen Programme, Programmbroschüre, die hat jeder bekommen, mehr nicht. Er war die viel größere Herausforderung als die spanische Zensur. Er war ein alter Nationalsozialist und hatte die Vorstellung, Kulturarbeit gleich deutsche Kulturexport, vom Schönen, Wahren, Guten. Und diesen Gefallen haben wir ihm aber nicht getan. Wir haben ihm der Informationspflicht folgend unsere offizielle Broschüre geschickt, wie jedem anderen auch, aber wir haben ihn natürlich nicht informiert über die vielen geheimen Treffen im Goethe-Institut, wo die Intellektuellen, die Künstler zuerst mal wieder gelernt haben, mit sich selber in Dialog zu treten. Es gab ja Versammlungsverbot. Da haben wir ihn nicht informiert, über alle diese indirekten Dinge nicht, nur das Offizielle. Wenn das Goethe-Institut partnerschaftlich zusammenarbeiten, das ist ja die Grundlage des Ganzen, dann gibt es da immer Möglichkeiten. Aber es kann nicht Politik absetzen oder ersetzen. Es hat keinen Zweck, offen gegen die Gesetze des Gastlandes zu verstoßen. Das schadet den Künstlern, den Intellektuellen und dem Goethe-Institut. Man muss also die Wege suchen, und die gibt es mit etwas Fantasie, unter dem Tisch, um zu sagen, wo ist das Bedürfnis? Haben wir da was auch zu bieten überhaupt? Haben wir vielleicht nicht auf jedem Sektor. Wo können wir zusammenarbeiten? Das ist ganz entscheidend. Was man nicht tun sollte, in meinen Augen, ist zu sagen, was der Bill Clinton mal in Moskau getan hat. Er kam zum Staatsbesuch, stieg aus der Maschine und sagte, I bring you democracy. Ich habe gedacht, ich erstarrte vor Entsetzen. Nein, das müssen Sie leben. Sie müssen leben im Dialog mit den anderen und mit Ihrem Team. Das ist sehr wichtig, dass das Team wirklich eine Gemeinschaft ist, was wir auch waren.